Es ist Ende Mai und wir sind in Belgien und jetzt auf der Anfahrt zu einem interessanten Stellplatz und den möchte ich in diesem Video vorstellen. Herzlich willkommen dazu. Wir fahren jetzt in die Stadt Leopoldsburg ein und in dieser Stadt bzw. am Rande dieser Stadt, dort findet man den Stellplatz, den wir jetzt anfahren wollen. Die Stadt liegt westlich von Düsseldorf, ist von Deutschland aus relativ schnell zu erreichen. Hier sehen wir jetzt die Karte von meinem neuen Trecker. Hier sieht man die anderen Stationen, die wir angefahren sind, sieht man hier auch. Inzwischen sind wir in Frankreich. Ich werde aber über die anderen Stationen, die wir genutzt haben, auch noch berichten. Ursprünglich wollten wir ja zum Treffen nach Klüsserath an der Mosel. Dieses Treffen ist ja ausgefallen oder wurde verlegt auf Ende Juni. So sind wir jetzt einfach spontan weitergefahren und suchen uns jetzt neue Plätze. Und so sind wir auch auf die Idee gekommen, hier nach Belgien zu fahren und diesen Platz uns anzuschauen. Es hat ja viel geregnet in den letzten Tagen. So ist das Wetter jetzt auch noch immer durchwachsen. Wir haben Sonnenschein, aber auch immer wieder Regenschauer. Jetzt erreichen wir den Stellplatz oder die Einfahrt. Der Stellplatz heißt De Lido. Man sieht hier rechts auf der Wiese, dass sie feucht ist. Man sieht die Spuren von den Fahrzeugen. Hier sind nämlich schon auch Plätze. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass wir ein trockenes Plätzchen hier finden. Wir haben den Betreiber vom Platz, er heißt Dirk, vor einem Jahr in Klüsserath bei dem großen Treffen kennengelernt. Vielleicht erkennt er uns ja noch wieder. Wir kommen hier an einem Dienstag an. Bei diesem Wetter ist der Platz auch nicht stark belegt. Viele freie Plätze gibt es hier. Und der Dirk kommt uns schon entgegen und begrüßt uns sehr freundlich. Nach einem kurzen Gespräch mit Dirk, wir konnten uns einen Platz aussuchen, haben wir dann unsere Parzelle eingenommen. In einem Kommentar kam die Bitte, ich möchte die Breite der Stellplätze angeben. Ich würde mal sagen, hier sind sie ca. 5 Meter breit. Ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt nicht mit dem Maßband hingehe und genau nachmesse. Und in der Länge können Fahrzeuge bis 10 Meter ohne weiteres hier stehen. Auch größere oder längere Fahrzeuge wäre auch kein Problem, sagt Dirk. Allerdings sollte man vorher auf jeden Fall dann anrufen. Bitte keine E-Mail schreiben, sondern immer anrufen, auch bei einer Reservierung. Es gibt auch Plätze an der Zufahrt. Sie sind allerdings nur für Fahrzeuge bis maximal, würde ich mal sagen, 8 Meter. Hier steht man parallel zur Wasserkante. Jetzt in der Woche sind diese Plätze alle frei. Das wird sich aber zum Wochenende ändern. Dann sind diese Plätze alle belegt. Man sieht schon, sie sind reserviert. Die Plätze liegen alle rund um einen kleinen zweigeteilten See, sodass fast jeder einen Blick auf diesen See hat bzw. aufs Wasser hat. Strom gibt es. Die Kilowattstunde kostet 1 Euro. Mitten auf dem Platz gibt es auch eine Rezeption. Hier findet man Dirk oder seine Frau Petra. Wenn nicht, dann sind sie irgendwo auf dem Platz unterwegs. Dirk ist auch immer schnell bereit, einem alles genau zu erklären. Hier sehen wir jetzt die End- und Versorgung. Es gibt hier einen extra Bodeneinlass für den Fäkalientank. Hier dieser runde Deckel, den kann man öffnen, dort seinen Schlauch einführen und dann entsorgen. Frischwasser gibt es hier auch, ist kostenpflichtig, 40 Liter kosten 50 Cent. Um die Kassette zu entleeren, dafür gibt es nochmal extra einen Ausguss und wer die Kassette nicht tragen möchte, da steht ein Transportwagen, den man nutzen kann. Dirk fährt selber auch Wohnmobil, er hat einmal diesen Concorde, den möchte er verkaufen. Dann hat er noch einen weiteren Concorde, einen größeren, ich glaube der hat 12 Tonnen oder noch mehr, weiß ich nicht genau. Und damit fährt er dann im Winter nach Spanien und dann ist der Platz aber auch geöffnet hier. Dann machen das gute Freunde für ihn hier weiter. Am Wochenende füllt sich der Platz, es ist Freitagnachmittag, dann sieht man hier doch mehr Camper stehen als sonst und viele dieser Camper angeln hier. Jetzt nochmal ein Blick von oben und zwar über die gesamte Fläche hier. Wir sehen auf der rechten Seite die Stellplätze, dann sehen wir den geteilten kleinen See. Links in der Ecke das Gebäude, dort ist ein Restaurant untergebracht. Das führt Dirk auch mit seiner Frau hier auf dem Platz. Hast du diesen Platz schon? 3 Jahre. 3 Jahre? 3 Jahre. In 2020 sind wir angefangen, haben wir das gekauft. Ja.
Und dann haben wir alles sauber gemacht. Das war ganz schmutzig hier. Ja. Und dann haben wir ungefähr 2 Jahre sehr hart gearbeitet, Frau und ich. Und dann ja, ist das, was wir jetzt hier haben. Schön. Und auch die neue Kneipe gebaut. Ja. Das Gebäude vorher war komplett rot. Ja. Haben alles runtergemacht, alles neu gebaut, auch jetzt wieder über das Wasser gebaut. Oh ja. Das war vorher nicht. Das war die Hälfte, war das so ganz klein, ganz alt. Ja. Aber jetzt, ja. Jetzt gehen wir mal hin und gucken. Ja. Schön. Top, ne? Komm mal rein zu meiner Frau. Ja. Wollen wir auch kennenlernen. Ja, auch wichtig. Das ist der große Chef. Das Restaurant oder auch das Café ist am Tage geöffnet. Hier kann man Kaffee trinken und Kuchen essen. Am Abend kann man hier warm essen, allerdings nicht jeden Tag, je nach Bedarf, wie viele Leute gerade da sind oder wie viele Camper gerade da sind. Nach Absprache. Und am Wochenende ist natürlich immer geöffnet hier dieses Restaurant. Dirk ist Handwerker und hat diese Einrichtung komplett selber gebaut und entworfen. Schön gemacht. Auf die Terrasse. Und die Tische so schön. Kennst du die Tische? Nee, Das sind nicht, guck mal, das Schiff. also wie das Schiff, ne? Ja, guck das Schiff draußen. Siehst du draußen das Ja. Schiff? Das sind die Schwere, die da links und rechts nebenan. Die haben wir abgenommen und haben wir alle Tische mal gebaut. Das sind diese Tische. Hier. Wenn du mit 10 Leute bist oder 15 oder 16, kann man hier reingehen. Ja. Sitzt man rund das Feuer, kann man Glühwein, Jägertee. Ja. Wenn es kalt ist, ist es schön. Ja. Und kann man auch grillen oder was? Nein, nicht Grille, alles in die Pfanne, das geht, aber nicht so das Fleisch drauflegen, das Feuer. Okay. Wenn man sich am Abend mit Freunden zusammensetzen möchte, dann hat man hier die Möglichkeit. Hier kann man seine Getränke mitbringen und sich mit Freunden zusammensetzen. Dirk und Petra bieten hier viele Möglichkeiten auf dem Platz und deshalb finde ich den Platz auch interessant. Wir schauen uns ja auch gerne die Umgebung an und da gab es dann von Dirk auch entsprechende Informationen. Guck mal hier. Moment, mach das Licht an. Ja, das ist eine schöne Runde. Aber draußen kann man das besser sehen. Hier wohnen wir. Ja. Fast rund das Kanal. Und hier fängt man an. Dann geht man so. Und hier ist Liberation Garden. Das ist das hier. Man kann direkt hinten raus aus dem Stellplatz und ist direkt auf dem Fahrradweg entlang eines Kanals. Und wenn man möchte, fährt man in die Stadt Leopoldsburg. Von dort aus kann man aber auch dann weiterfahren und andere Radwege nutzen. Hier gibt es einen kleinen Hafen und Einkaufsmöglichkeiten. Das Ganze ist ca. 1,5 Kilometer vom Stellplatz entfernt. Unser Ziel ist hier nicht die Stadt, sondern es gibt hier eine Besonderheit. Und zwar heißt das Ganze Mitte Fitzendor de Boom. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber das ist ein besonderer Fahrradweg. Der ist ca. 8 Kilometer vom Stellplatz entfernt und dort wollen wir jetzt hin. Jetzt haben wir die Strecke erreicht, die 700 Meter lange Fahrradstrecke. Sie geht hoch auf 10 Meter Höhe und hat eine moderate Steigung. Das heißt, es können auch Kinder, die schon ein bisschen fix sind mit dem Fahrrad, auch diese Strecke nutzen. Dieser Fahrradweg wurde 2019 eröffnet. Es handelt sich um einen Doppelkreis, der langsam ansteigt bis auf eine Höhe von 10 Metern. Hier dürfen auch Fußgänger und auch Jogger den Fahrradweg oder diese Strecke nutzen. Teilweise fährt man direkt an den Baumkronen vorbei. Die Pfosten, die den Fahrradweg hier stützen, das sind Kiefernstämme hier aus dem Wald, die dafür genutzt wurden. Wer gern viel mit dem Fahrrad fahren möchte, also richtige Radtouren planen möchte, der kann das machen, denn im Internet gibt es dazu Informationen für diese Region. Wir sind ja in der Region Limburg und da gibt es dann ganz viele Fahrradwege oder Radtouren, die man dann abfahren kann, mit sogenannten Knotenpunkten. An den Radwegen findet man dann auch schon mal Naturkunst, so wie in diesem Fall. Immer wieder interessant, sowas dann mal zu sehen.
Etwa 10 Kilometer entfernt vom Stellplatz findet man den deutschen Soldatenfriedhof. Ist einer der größten Europas. Hier liegen 38.000 gefallene Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Friedhof hat eine Fläche von 16 Hektar. Wenn man hier die Kreuze sieht, zu jedem Kreuz gehören 2 Gräber. Dieser Friedhof ist auch eine Gedenkstätte. Der Friedhof wird jährlich von ca. 30.000 Menschen besucht. Es geht wieder zurück nach Leopoldsburg. Überall findet man hier gut gekennzeichnete Fahrradwege, auch in der Stadt. Wir haben Freitagnachmittag. Der Platz hat sich inzwischen gut gefüllt. Und so ist auch das Restaurant an diesem Freitagabend geöffnet. Das wollen wir natürlich gerne mal nutzen. Das Restaurant hat eine Terrasse, aber obwohl das Wetter jetzt besser geworden ist, ist es uns zu kühl am Abend. So gehen wir lieber rein ins Restaurant. Auch hier sind wieder beide tätig. Dirk ist in der Küche tätig und Petra ist vorne hinterm Tresen und macht die Bedienung hier. Es gibt eine kleine Karte und hier kann man unter anderem auch Pizza essen. Und das wollen wir jetzt tun. Ja, Dirk, das sieht gut aus, was du da machst. Ich probiere das. Ja. Wir haben das schon am Nachbartisch gesehen. Ja, danke. Sehr gut. Ja, man redet nicht mehr über den Stellplatz, nur über die Pizzas redet man. Ach, dieses Licht, ja wunderbar, Mensch. Uns hat die Pizza geschmeckt. Später haben wir uns dann noch mit anderen Campern zusammengesetzt und hatten noch einen unterhaltsamen Abend. Das vielleicht noch als Information, der Platz kostet 18 €, Hunde sind erlaubt. Und wie wir hier gerade sehen, Waschmaschine und Trockner gibt es auch, wenn man es braucht. Wir waren 5 Tage auf diesem Stellplatz, für uns war alles in Ordnung. Der Stellplatz ist nicht weit von der deutschen Grenze entfernt, ca. 70 Kilometer, also ist der Platz auch mal was fürs Wochenende. Unsere Reise geht weiter. Wir werden noch bis Ende Juni unterwegs sein und verschiedene Plätze in Deutschland und auch im nahen Ausland anfahren. Und ich werde natürlich immer wieder darüber berichten. Bye bye. Das soll es mal wieder gewesen sein. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye bis zum nächsten Mal.